Wir sind Hallo? jetzt fast 7 Monate nach deiner Gesichts-OP Ja. und ich hätte ein paar Fragen. Gerne. Das erste ist, was waren die Probleme, die du hattest, die dazu geführt haben, dass du eine FFS machen hast? Ja. Grundsätzlich ist es so, ich hatte keine extremen Schwierigkeiten mit meinem Passing, also es ging vorher schon einigermaßen gut. Aber das Problem ist bei mir hauptsächlich gewesen, dass wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich immer noch viel von meiner alten Persönlichkeit gesehen, äußerlich. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Das war eben zumal der Augenbrauenknochen hier vorne und eben auch der Kiefer, das was wir quasi jetzt verschmälert oder ästhetisch angepasst haben. Das hat mich am meisten gestört. Und genau, das ist eigentlich grundsätzlich das, was mich gestört hat. Und warum bist du dafür zu mir gekommen? Ja, man googelt dann ja so ein bisschen und findet dann quasi auch verschiedene Ärzte, bei denen man das machen kann. Erstens ist Belgien ziemlich nah zu Deutschland gewesen, der Aufwand ist einfach nicht so groß gewesen und dann natürlich auch die Rezensionen, die man über sie gelesen hat. Auch die Videos, die man da so sehen konnte. Ich finde, das Vorgehen an sich ist sehr transparent, das hat mir gut gefallen, dass ich da schon vorher, ohne jetzt quasi hier nach München kommen zu müssen oder direkt nach Antwerpen, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich mit dem Prozess an sich, wie es abläuft, vertraut gewesen bin. Das hat mir schon von Anfang an direkt ein gutes Gefühl gegeben. Und was hat die OP Ihnen gebracht? Hauptsächlich, dass ich mich selber erstmal wohler fühle. Ich gehe komplett ungeschminkt aus dem Haus. Es ist mir eigentlich, ich fühle mich an sich noch ein Stück weit angekommener an meiner eigenen weiblichen Identität. Das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht. Aber ich finde, man muss auch immer wieder bei solchen Operationen bedenken, dass auch der innerliche Prozess ganz, ganz wichtig ist bei sowas. Und dass das jetzt kein Tor oder keine Tür zu einer neuen Welt ist und das ist alles viel, viel besser nach dieser OP. Es verbessert sich schon grundsätzlich, aber es ist auch viel noch der innerliche Prozess, an dem man da arbeiten muss. Und da bin ich jetzt auch immer noch dabei, dass sich das quasi so aneinander anpasst und Schritt für Schritt weitergeht. Aber es hat mir auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Stück Selbstzufriedenheit gegeben. Können Sie vielleicht noch was erzählen über den Aufenthalt in unserem Gästehaus? Ja. Also der Aufenthalt hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Das Essen war super lecker, das Personal war super freundlich, auch sehr zuvorkommend, die Zimmer waren gut, ich fand es auch sehr hygienisch und genau, die Operation an sich, da habe ich ja nicht viel von mitbekommen, außer dass ich dann wieder aufgewacht bin. Aber auch da waren die Schmerzen sehr, sehr gering. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und auch die Patienten, die man so quasi in dem eigenen Umfeld dann kennenlernt, das ist auch immer schön, dass man sich da austauschen kann. Ich habe da bis heute noch Kontakt zu einer Patientin und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass man auch Freundschaften schließen kann. Ja. Wenn Sie sich selber vor der OP noch jetzt noch einen Rat geben könnten, was würde dieser Rat sein? Ich glaube, der Rat wäre, lass dir Zeit. Chill mal ruhig eine Runde und geh da ganz, ganz unbesorgt auch dran natürlich, aber mach dir selber nicht so viel Druck. Das bringt überhaupt nichts, weil dann einfach, wie gesagt, dieser innerliche Prozess nicht hinterherkommt und dann kommt man vielleicht erstmal körperlich ein bisschen weiter, aber das ist im Ende gar nicht so viel wert, wie man dann denkt, sondern das muss dann beides schon innerlich und äußerlich auf einer Höhe sein. Da glaube ich, ist der beste Rat, den ich mir und den ich auch allen anderen nur geben kann. Lasst euch Zeit, lasst euch selbst nicht so stressen und macht einfach einen Schritt nach dem anderen und genießt auch den Prozess. Das finde ich auch immer wichtig. Es wird immer so viel mit Qualen und mit Leid verbunden und das ist es auch, aber man lernt seinen Körper und auch sich selbst so viel mehr kennen in dieser Zeit und wenn man den Prozess nicht ganz ausnutzt, finde ich, ist das schade und deshalb finde ich, sollte man da einfach Schritt für Schritt weitergehen. Letzte Frage, wenn jemand die Interesse hat an einer OP bei uns, mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte über E-Mail, wäre das okay? Ja, na klar, sehr gerne. Das ist sehr lieb. Vielen Dank für das Interview. Gerne.